Hi, bei mir geht es heute mal wieder um das Thema Steadicams. Ich werde euch erklären, wie ihr so eine Steadicam richtig austariert und wie ihr mit so einer Steadicam die besten Ergebnisse erzielen könnt. Viel Spaß mit dem Video! Ich zeige euch das Ganze anhand dieser Low-Budget Steadicam von der Firma Neewer. Ich habe ja auch eine Gleitcam HD1000, aber ich möchte euch einfach zeigen, dass man auch mit so einer Low-Budget Steadicam sehr gute Ergebnisse erzielen kann. Der erste Schritt ist natürlich der Aufbau. Im Fall der Neewer Steadicam kann man sich das sparen, denn die Steadicam kommt bereits fertig aufgebaut geliefert. Meine Gleitcam zum Beispiel, die musste man erst aufbauen, das hat aber ohne Werkzeug funktioniert, ist also auch kein Problem. Wenn ihr jetzt fertig mit dem Aufbau der Steadicam seid, könnt ihr auch schon eure Kamera dran befestigen. Das könnt ihr entweder direkt auf die Basisplatte der Steadicam machen oder mit Hilfe so einer Stellwechselplatte. Wichtig beim Befestigen der Kamera ist, dass eure Kamera vom Gewicht her mittig auf dieser Steadicam liegt. Damit erzielt ihr einfach die besten Ergebnisse und könnt die Steadicam am besten austarieren. Wenn ihr jetzt ein besonders schweres Objektiv benutzt, wie ich jetzt zum Beispiel mit dem Vanimax 35 mm und die Kamera bereits ganz hinten auf der Basisplatte fixiert worden ist und es trotzdem nicht ausreicht, dann müsst ihr einfach die Gewichte, die auf der Objektivseite liegen, etwas weiter zur Mitte hinschrauben und die Gewichte, die hinten liegen, etwas weiter nach hinten rücken. Dann sollte auch alles passen mit einem schweren Objektiv. Dann kommen wir jetzt schon zum ersten Schritt vom Einstellen der Steadicam, und zwar ist das der Drop-Test. Beim Drop-Test haltet ihr eure Steadicam waagrecht und lasst dann los, und die Zeit, die dann vergeht, bis die Steadicam wieder unten angekommen ist, muss zwischen 1 und 2 Sekunden betragen. Falls das auf Anhieb der Fall ist, ist das gut, dann könnt ihr gleich schon zum nächsten Schritt gehen. Falls das nicht der Fall ist, müsst ihr eure Gewichte in der Höhe verstellen. Falls der Drop-Test schneller als 1 bis 2 Sekunden geht, müsst ihr eure Gewichte ein bisschen weiter nach oben schrauben, und falls der Drop-Test zu langsam geht, müsst ihr eure Gewichte etwas weiter nach unten schrauben oder Gewicht hinzufügen. In der Regel kann man sich dann entscheiden, ob man eher mehr Gewicht draufpackt und die Stange so ein bisschen weiter nach oben schiebt, oder ob man weniger Gewicht draufpackt und die Steadicam so ein bisschen länger schraubt. Ich kann euch für Indoor-Aufnahmen empfehlen, eher ein bisschen weniger Gewicht drauf zu schrauben, weil ihr dann einfach länger die Steadicam halten könnt, ohne dass euer Arm müde wird. Bei Outdoor-Aufnahmen kann ich euch eher empfehlen, etwas mehr Gewicht drauf zu schrauben, weil ihr dann weniger anfällig für Wind seid. Ihr variiert dann einfach hin und her, bis es passt, also bis der Drop-Test 1 bis 2 Sekunden dauert, und dann könnt ihr zum nächsten Schritt gehen, nämlich zur Feinjustierung. Bei der Feinjustierung hebt ihr eure Steadicam einfach hoch und guckt dann, in welche Richtung sich die Steadicam neigt. Falls sich die Kamera dann etwas weiter nach vorne neigt, müsst ihr zum Beispiel die vordere Rändelschraube so ein bisschen weiter reindrehen, also in Uhrzeigersinn. Und falls sie sich eher nach hinten neigt, müsst ihr die Schraube rausdrehen. Falls sie sich nach rechts neigt, müsst ihr die Rändelschraube an der Seite eher reindrehen, also in Uhrzeigersinn. Und falls sie sich nach links neigt, müsst ihr die Rändelschraube rausdrehen. Es hat leider nicht jede Steadicam solche Rändelschrauben. Ich kann es euch nur empfehlen, falls ihr vor dem Kauf steht von so einer Steadicam, kauft euch so eine Steadicam mit Rändelschrauben. Ich glaube, diese Tarion Steadicam hat leider keine Rändelschrauben und das ist ein ganz schönes Gefummel, damit dann die Steadicam fein zu justieren. Deshalb achtet darauf, dass eure Steadicam Rändelschrauben hat. Was beim Feinjustieren helfen kann, ist eine Wasserwaage in der Kamera, die solltet ihr auf jeden Fall aktivieren. Das ist eine große Hilfe beim Feinjustieren von der Steadicam. Ich glaube, fast jede Kamera, die mittlerweile auf den Markt kommt, hat eine solche Wasserwaage integriert. Wenn ihr jetzt eure Steadicam hochhebt und sich die Steadicam in keine Richtung mehr neigt, dann seid ihr fertig mit dem Einstellen von der Steadicam. Wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, kann das Einstellen so ein paar Minuten in Anspruch nehmen, aber wenn man so ein bisschen mehr Routine bekommt, dann geht das eigentlich relativ schnell, und ich würde sagen, ich schaffe es so innerhalb von einer halben bis ganzen Minute, so eine Steadicam gut einzustellen. Das ist aber Übungssache. Ja, wie arbeitet man jetzt richtig mit so einer Steadicam? Viele denken leider, dass man so eine Steadicam einfach in die Hand nimmt und die Steadicam dann auf magische Weise die richtige Richtung immer findet. Das ist aber leider nicht der Fall. Ihr müsst also so eine Steadicam immer mit eurer zweiten Hand führen bzw. lenken, um die richtigen Ergebnisse zu erzielen. Das macht ihr am besten, indem ihr einfach direkt unter dem Kugellager 2 bis 3 Finger platziert und dann einfach eure Steadicam leicht antippt, je nachdem, in welche Richtung ihr die Kamera jetzt drehen wollt. Viele machen den Fehler, dass sie die Steadicam zu weit unten greifen, dadurch kommen dann aber wieder Verwackler ins Video. Deshalb nehmt die Steadicam direkt unter dem Kugellager. Die besten Ergebnisse erzielt ihr mit so einer Steadicam, wenn ihr ein Weitwinkelobjektiv benutzt. Dafür wurden Steadicams auch gemacht. Aber gerade zum Üben kann es hilfreich sein, wenn ihr ein 50 mm Objektiv benutzt. Das ist damit dann viel, viel schwerer, gute Ergebnisse zu erzielen. Aber wenn ihr es schafft, mit so einem 50 mm Objektiv gute Ergebnisse zu erzielen, dann schafft ihr das mit einem Weitwinkel auf jeden Fall. Jetzt wurde ich sehr oft gefragt, wie ich denn mit so einer Steadicam richtig fokussiere, und ich kann sagen, das Beste ist, wenn man eine Kamera hat,
die einen guten Autofokus-Modus hat und natürlich noch ein gutes Autofokus-Objektiv dazu. Dann muss man sich um den Fokus eigentlich gar nicht kümmern, sondern kann die Kamera einfach nur im Autofokus-Modus benutzen. Beides habe ich aber nicht, also die A7S hat jetzt nicht so den allerbesten Autofokus und ich nutze ja auch keine Autofokus-Objektive, ich habe ja nur manuelle Objektive. Deshalb stelle ich meinen Fokus immer auf einen festen Wert, also das ist meistens so zwischen 1 Meter und 2 Metern und dann halte ich einfach immer den gleichen Abstand zu meinem Model oder meinem Schauspieler, was auch immer, und dann kann ich halt eben während der Kamerafahrt nicht den Fokus ändern. Bisher hat mich das jetzt aber so nicht gestört. Falls ihr den Abstand zum Schauspieler jetzt eben ändern wollt während der Kamerafahrt, müsst ihr eben auf einen Autofokus zurückgreifen oder so einen Funkfollow-Fokus benutzen, der ist aber relativ teuer. Das heißt, also für mich persönlich ist diese Methode mit dem manuellen Fokus einfach am besten. Ja, das war schon wieder von mir zum Thema Steadicam richtig einstellen und benutzen. Ich will nochmal betonen, es dauert sehr lange, bis man so eine Steadicam richtig benutzen kann. Man muss viel üben damit, um gute Ergebnisse zu erzielen. Deshalb gebt nicht gleich nach der ersten Woche auf, ihr müsst einfach viel üben damit. Falls ihr jetzt noch Fragen zum Thema habt, könnt ihr mir die gerne in die Kommentare schreiben. Jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video, macht's gut. Ciao.